Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Flive Universe Video. Heute endlich mit einer interessanten Tabelle, die ich seit Ende 2023 führe, also schon knapp 1,5 Jahre. Wurde allerdings unterbrochen vom zweiten FEC-Server und auch danach habe ich dann ehrlich gesagt kein Clockworks mehr gefarmt für eine Weile. Und deswegen komme ich erst jetzt mit einem, naja, nennen wir es mal Ergebnis zu euch. Und ja, ich sehe gerade, ich habe jetzt tatsächlich unten das anders aufgebaut. Hier steht Summe +2 und +3er. Daran habe ich mich gar nicht mehr gehalten, tatsächlich. Wie man hier sieht, ja, habe ich irgendwann vergessen. Nie wieder hochgescrollt. Also ja, ist einfach +2 und +3er hier rechts notiert. Und zwar, was habe ich gemacht? Also ich habe früher gefarmt, also mittlerweile habe ich noch viel mehr Charakter, deswegen kann ich mittlerweile 6-mal CW, also ich könnte wahrscheinlich 10-mal CW jeden Tag machen, aber halt so viele Ringmaster habe ich nicht und ja, das lohnt sich dann irgendwie nicht wirklich. Mein Standard-Setup ist, ich mache 4-mal CW zeitgleich, 3-mal auf Hard, 1-mal auf Mittel. Und die Frage, die ja immer in den Raum gestellt wird bei den Bossen, wo man die Schwierigkeit aussuchen kann, ob das wirklich was bringt. Also droppt man auf Hard wirklich besser. Auf Hard hat man theoretisch die beste Droprate, beziehungsweise hat man eine erhöhte Droprate. Auf Mittel, also wir reden jetzt von Clockworks, Meteonica, Red Meteonica, Kriton und sowas wie Iblis und so. Auf Mittel ist normal, also quasi keine erhöhte, keine verringerte Schwierigkeit, Droprate wegen der Schwierigkeit. Und auf leicht hat man in der Regel eine verringerte Droprate. Also leicht verringert auf leicht, nichts auf Mittel, also einfach normal, und auf hard leicht erhöht. Also alles in allem ist der größte Unterschied eigentlich eher zwischen leicht und hart zu suchen, weil das eine halt besser droppt und das andere schlechter. Also so sollte es zumindest sein, sofern es funktioniert, insofern daran alles ja, passt sozusagen. Und das ist halt die Theorie. In der Praxis ist es aber so, dass viele Leute schon öfter hinterfragt haben und behaupten, Mittel droppt genauso wie hart. Manche behaupten sogar leicht droppt besser als alles andere. Und ich meine, ja, das sind größtenteils Verschwörungstheorien und was man vor allem nicht vergessen darf, also Clockworks finde ich ist das beste Paradebeispiel, weil bei Clockworks droppt man immer, was für so ein Bossmonster ziemlich selten ist. Wenn man zum Beispiel zu Red Meteo geht oder auch zu Meteo oder zu irgendeinem anderen Boss, selbst Kriton, die droppen ja gar nicht immer. Und bei den niedrigen Wahrscheinlichkeiten auf die wirklich guten Drops, wie zum Beispiel Herneswaffen, Bloody-Waffen und so, oder auch Clockworks +2 und +3 Schmuck, hat man das Problem, das sind so niedrige Wahrscheinlichkeiten, dass die Wahrscheinlichkeit, dass du selbst in 100 Runs überhaupt was droppst, ist so gering, du müsstest Millionen von Versuchen machen, um da eine halbwegs aussagekräftige Bestätigung der Wahrscheinlichkeiten zu kriegen, beziehungsweise ob man so rausfinden kann, ob er dieses +10% oder plus whatever Droprate, ob das halt tatsächlich was bringt oder ob das halt relativ egal ist. Und das ist halt die Schwierigkeit, deswegen ist das jetzt nur eine Sample Size, aber bei Clockworks haben wir halt den Vorteil, dass er immer +1 droppt und die +1 Drop-Menge, würde ich jetzt mal behaupten, hängt ja auch irgendwo mit der Droprate zusammen und da kann man zumindest ein bisschen mehr ablesen, weil wir haben einfach bei jedem Run immer einen Drop von den normalen Drops, also +1 quasi und +2 und +3 ist halt dann die Kirsche auf dem Eisberg sozusagen, wo wir nochmal ein bisschen extra reingucken können. Ich kann euch aber sagen, die Aussagekraft dieser Tabelle, ich sage selber, ich zweifle sie an. Ich müsste 10.000 Mal so viele Tries machen, um auch nur ansatzweise was damit ausdrücken zu können. Aber ich habe mir die Mühe gemacht, also will ich euch das auf jeden Fall nicht vorenthalten. Also wie ihr sehen könnt, ich habe hier immer alle 2 Tage CW gemacht. Das ging dann eigentlich immer auch recht gut weiter bis Mitte Mai. 15.05. um genau zu sein. Und dann 15.05.24 und dann ging es weiter am 1.01.25. Und dann nochmal 2 Wochen Pause, bis ich dann tatsächlich wieder angefangen habe, richtig CW zu farmen und die Tabelle fertig zu machen. Das heißt 78, also wir haben in Zeit 2 angefangen, 78 Runs bis 2024 und dann hat sich nochmal ein bisschen was verzögert. Genau, und hier rechts diese Summe ist immer Summe plus 1er quasi. Und man sieht schon, was extrem selten ist. Also die Mindestmenge ist hier immer 4. Man kann nicht weniger als 4 droppen, weil jeder CW ab der Schwierigkeit Mittel droppt eben garantiert immer mindestens 1. Auf leicht übrigens nicht. Auf leicht kann man tatsächlich auch gar nichts droppen. Oder wenn man halt alleine reingeht, also nicht mit einer Party, sondern komplett alleine, wenn man solo reingeht, dann droppt man auch meistens nichts. Aber wenn man auf Mittel und immer mit mindestens 2 Chars reingeht, droppt man immer mindestens +1. Gibt es auch jemanden, der das Gegenteil davon behauptet und behauptet, auf Hard man nichts gedroppt?
Also ich habe wirklich so viele Clockwork Runs gemacht. Ich weiß nicht, wie viel insgesamt, das sind ja nur die über die ich Buch geführt habe sozusagen. Ich habe noch viel mehr gemacht, davon mal abgesehen. Also ich müsste in der Nähe von knapp 1000 Clockwork Runs sein und ich habe noch nie über der Schwierigkeit leicht nichts gedroppt. Also klar, kann schon sein, dass es mal einen Bug oder so gibt vielleicht, aber ich behaupte nur, es kann eigentlich nicht sein und mir ist es noch nie passiert und es gibt wahrscheinlich nicht viele Leute, die mehr Clockworks getötet haben als ich. Deswegen just saying, also da ist dann wahrscheinlich irgendwas anderes schiefgelaufen, wie zum Beispiel volles Inventory oder so und der Schmuck wurde halt wahrscheinlich einfach liegen gelassen oder nicht gesehen oder so. Oder keine Ahnung. Oder man war doch alleine drin und dachte nur, man wäre mit 2 Chars drin gewesen. Jedenfalls, was auffällt, ist extrem selten, hat mir eine zweistellige Zahl. Also die Mindest-Drop-Zahl ist 4 und die höchste Drop-Zahl wäre theoretisch 4x3, wenn man Speedos nicht mitrechnet. Speedos droppen irgendwie extra. Keine Ahnung, wie genau das funktioniert, ehrlich gesagt. Aber Speedos ist so ein Sonderdrop. Mit Speedos kann man auch bei einem Clockworks mehr als quasi 3 droppen. Also ich glaube, 3 ist die Maximalzahl pro CW. Also quasi 4x3 ist 12. Wie gesagt, fragt mich nicht, warum das so ist. Und Speedo kann dann noch zusätzlich kommen, aber Speedos habe ich hier dann nicht mitgerechnet. Und ja, wir haben einmal hier 10, dann ewig später mal 11, 2 Tage später oder 4 Tage später nochmal 10, dann hier nochmal 10 und das war's. Also legit nur 4-mal war das dann, ja, nur 4-mal zweistellig gedroppt, das ist extrem selten. Meistens ist es irgendwas zwischen 5 und 8, was so gedroppt wurde. Naja, ich will euch nicht länger auf die Folter spannen. Das Ergebnis ist das folgende. Also, die 3 linken sind Clockworks auf schwer und rechts ist Clockworks auf mittel. Und ihr seht auch, es sind tatsächlich mehr als 100 CWs gewesen, also 100 CW Runs mal 4, also 400. In dem Fall sind es 103 mal 4. Also wir betrachten gerade eine Tabelle, wo ich 412 Clockworks Kills aufgezeichnet habe. 412. Wir haben einmal auf schwer 164 mal plus 1 gedroppt, was echt schlecht ist. Und dieses Gefühl hatte ich auch immer, dass mein Blade so unfassbar schlecht droppt. Das ist mein Main Blade, der immer solo reingeht. Aber ja, es ist aus irgendeinem Grund einfach so. Dann die zweite Gruppe mit CW auf schwer hat 179 mal plus 1 gedroppt. Das beste Ergebnis. Das andere sage ich gleich. Dann das dritte Team auch auf schwer 172 mal plus 1. Und auf mittel 169 mal plus 1. Und das ist auch eigentlich der Hauptgrund, warum ich diese Tabelle etwas anzweifle. Also was heißt etwas anzweifle? Ich habe schon immer gesagt, 100 Clockworks Runs reicht nicht mal ansatzweise, um hier irgendeine Aussagekraft zu besitzen. Abgesehen davon, ganz ehrlich, wen juckt der Schmuck plus 1? Es geht ja eigentlich nur um Schmuck plus 3 und 2. Aber an dem Schmuck plus 1 könnte man ja theoretisch auch schon ablesen. Okay, wenn ich auf mittel zum Beispiel viel mehr Schmuck plus 1 droppe, lohnt sich das ja wahrscheinlich trotzdem, weil der eine Schmuck plus 3, den ich sporadisch mal alle hunderte Runs droppe, der bringt mir quasi eh nicht so viel. Also es bringt mir mehr, wenn ich immer viel mehr plus 1 droppe, weil plus 1 kriege ich jedes Mal. Also so könnte man vielleicht denken. Aber da haben wir jetzt leider kein solches Ergebnis. Es ist basically alles das gleiche, um die 170 rum. Also wir haben einen Extremwert, der ein bisschen unter 170 liegt und einer, der ein bisschen drüber liegt und die anderen beiden, die ziemlich genau da liegen. Also ja. Genau, und dann plus 2, auch sehr interessant. 2 mal plus 2 mit dem Blade, den ich gerade angesprochen habe, der am schlechtesten plus 1 droppt. Keine Ahnung, wie das hier zusammenhängt. 179 mal plus 1, dafür kein mal plus 2, kein mal plus 3. Das wusste ich auch tatsächlich nicht, bis ich das gerade ausgewertet habe. Hab's dir hier rechts immer aufgeschrieben. CW4 ist der und so weiter. CW2 hat anscheinend noch nie über plus 1 gedroppt. Was echt insane ist. Also diese beiden Chars sind ultra unlucky zusammen anscheinend. Dann CW3 ist geistesgestört. 5 mal plus 2 und 3 mal plus 3. Richtig heftig. Und der vierte CW, der mittlere, ist tatsächlich am zweitbesten bei plus 2 und plus 3 Schmuck. 1 mal plus 2, 3 mal plus 3. Das übrigens auch alles ohne Drop-Events und ohne FEC logischerweise. Also das rein Buro-Denken natürlich. Also FEC unverfälscht sozusagen. Und ja, fand ich schon sehr interessant, dass 2 CWs hier quasi alles abgesandt haben. Also, dass der eine immer gut gedroppt hat, wusste ich. Aber dass es so krass ist, wusste ich tatsächlich nicht. Weil ich habe, wie gesagt, ich habe da nie wieder hochgescrollt eigentlich. Ich habe da immer nur hier so die letzten paar CWs mir angeguckt und ja, nie wieder ganz hochgescrollt. Bis eben gerade eben. Und ja, ist schon wirklich geisteskrank. Also man sieht, die Aussagekraft hiervon ist basically keine. Also die Frage war ja quasi, droppt mittel besser als hart oder droppt hart schlechter als oder whatever. Und ich kann abschließend sagen, mit diesem Testversuch, oder was heißt abschließend, ich werde wahrscheinlich einfach weiter Buch führen tatsächlich. Und das hier nur so als Zwischensumme mal vermerken.
Einfach, warum nicht? Man kann einfach weitermachen. Vielleicht hat man irgendwann mal 2000 Clockworks-Kills, irgendwann vielleicht mal 10.000 oder so. Dann kann man vielleicht nochmal reingucken und sagen, naja gut, okay, vielleicht schon ein bisschen früher, aber kann man irgendwann auch nochmal gucken, ob sich was groß geändert hat oder so. Wobei ich glaube, Clockworks hat irgendwann ehrlich gesagt keine Relevanz mehr, davon mal abgesehen. Aber ganz interessant ist es natürlich schon grundsätzlich, aber Aussagekraft hat das natürlich keine. Weil man natürlich auch sagen muss, es war natürlich auch nicht besonders klug, 3-mal hart zu machen und 1-mal mittel. Das habe ich mir aber eigentlich auch nicht so ausgesucht. Also dieser Versuch, diese Testreihe kam eigentlich so zustande, dass ich sowieso 1-mal Clockworks auf mittel gemacht habe. Und dann war der Gedanke, ach, dann kann ich es ja tatsächlich vergleichen vielleicht. Weil mein 4. Char, also mein 4. Team sozusagen, mein 4. Clockworks-Team, ist mein Tank Knight, der fast Full STA ist, also der ist auf STA und Dex gestattet. Und hat halt ein Tank-Equipment. Und er hat aber auch ein Damage-Equipment, und zwar ein relativ gutes zum damaligen Zeitpunkt, also für 2023 Verhältnisse ein ziemlich gutes Damage-Equipment, also FEC Gold vom FEC 1-Server quasi, mit 30% CD, also 10 4A-Karten und so, also schon ziemlich gutes Equipment eigentlich, aber halt Full STA gestellt mit ein bisschen Dex, also zwar gutes Equipment, aber schlechte Stattung, reicht halt aber trotzdem, um CW auf Mittel in fast der gleichen Geschwindigkeit zu machen wie Full Damage Dealer CW hart in der gleichen Zeit machen. Pi mal Daumen. Und deswegen habe ich das einfach so damals entschieden und daher kam das halt zustande. Ich wollte aber zeitgleich, weil ich persönlich selbst nicht daran glaube, dass das alles nur eine Verschwörungstheorie ist, also hart quasi gar nicht besser als mittel ist, sondern mittel vielleicht sogar besser. Ich persönlich glaube tatsächlich daran auch nicht und habe deswegen dann nicht 2-mal CW auf mittel gemacht, sondern nur 1-mal, weil ich halt nicht auf meine Drops verzichten wollte. Und ich meine, theoretisch, vielleicht war das auch ein Segen, weil wenn ich jetzt das 3. Team auf Mittel geschickt hätte, hätte ich vielleicht diese 8 Drops hier nicht bekommen. Wer weiß. Wobei das natürlich absoluter Aberglaube ist. Ich meine, die hätten ja auch genauso gut auf Mittel kommen können, wie man hier sieht, aber ja, ist ja egal. Jedenfalls, so kam das zustande. Also der hätte man jetzt nochmal 200 versus 200 dann gehabt quasi. So haben wir jetzt halt über 300 Kills auf der linken Seite. Also das hier ist alles schwer. Und rechts ist nur Mittel. Also ein gewisses Ungleichgewicht. Aber wie gesagt, wenn wir uns dann letztendlich hier die Summen angucken, klar ist das jetzt hier nur ein Wert, ein zweiter wäre natürlich noch interessant, aber ich gehe mal stark davon aus, der würde wahrscheinlich ähnlich aussehen wie der hier, also vielleicht ein bisschen, oder wie der hier vielleicht, also ein bisschen weniger +1er Drops, vielleicht irgendwas zwischen 155 und 165, sowas in dem Dreh, und auch 0,1 oder 1,0 oder sogar 0,0. Also ich vermute mal, die beiden sind einfach Extremwerte im positiven Sinne, und die beiden Extremwerte im negativen Sinne. Der eine negativ vor allem, was +1 angeht, und der andere negativ vor allem, was +2 und 3 angeht. Aber die Sample Size ist halt einfach viel zu gering bei so unwahrscheinlichen Items, bei so unwahrscheinlichen Drops. Und bei +1 kam halt leider kein wirkliches Ergebnis raus. So, ich denke mal, die +1 Drops sind halt auch kaum beeinflusst, weil die eben so unselten sind. Beziehungsweise einer ist ja immer garantiert. Also hast du schon bei 100 Runs mindestens 100 Drops. Also unter 100 geht quasi gar nicht. Und das heißt, ja, die Abweichung hier ist wirklich minimal und ja, wie gesagt, so viel Aussagekraft kann das dann gar nicht besitzen. Ist natürlich schade. Ich wünschte, ich hätte da jetzt irgendwas beweisen oder sagen können, aber letztendlich wissen wir genauso viel wie vorher. Und ja, könnt mir gerne eure Beobachtungen dazu schildern, eure Verschwörungstheorien. Ich persönlich bin aber der Meinung, dass das System vermutlich funktioniert. Ist echt schwer zu sagen. Und was man, also ich meine, was man relativ sicher sein kann, ist, dass es nicht funktioniert. Aber auch das ist natürlich nur eine Vermutung. Ich meine, ich kann es nicht beweisen. Aber wenn hier irgendwas komplett im Argen wäre, also irgendwas komplett nicht funktionieren würde, gar nicht. Ich denke mal, dann hätte man wahrscheinlich schon irgendwas merken müssen. Zum Beispiel bei den +1er Drops, mal angenommen, die 3 wären jetzt bei 120 gewesen und der bei 170. Ich denke mal, das wäre schon auch irgendwo eine Aussagekraft gewesen oder so. Ja, so ist es halt aber nicht, ne? Ja, leider ist der Wert hier auch relativ hoch. Das heißt, man könnte schon sagen, wenn man sich jetzt auf +1er Drops fokussiert, wenn man das jetzt hier als Paradebeispiel nimmt, ja, dann könnte man schon sagen, ich farme einfach immer auf Mittel, weil es kostet ja auch weniger Zeit. Allerdings, wer Clockworks, sage ich mal, oder wer bei Clockworks noch groß drüber nachdenkt, über die Zeit, ist wahrscheinlich sowieso nicht in der Position, wo man jetzt über hunderte Kills und so nachdenken sollte, weil die meisten Leute töten Clockworks innerhalb von unter 5 Minuten und teilweise sogar AFK, während sie kurz aufs Klo gehen oder sich was zu trinken holen oder so und töten das Vieh einfach kurz AFK und bevor die Dropskills auslaufen, ist er tot, so ungefähr. Von dem her würde ich jetzt das Zeitargument nicht mehr so krass mit reinspielen lassen. Das ist jetzt eher was für Anfänger, also für Leute, die anfangen, Clockworks zu farmen und noch nicht so lange spielen.
Die könnten damit noch argumentieren, Mittel reicht mir, geht schneller. War ja auch die Argumentation mit meinem Tank Knight. Aber ansonsten würde ich eigentlich schon sagen, macht es einfach auf Hard, weil warum diese 10% Droprate nicht mitnehmen? Und ja, wenn es eh kaum einen Unterschied macht von der Zeit her, dann und man auch selbst nicht daran glaubt, dass da irgendwas faul ist. Also interessant wäre noch 100 Mal auf Easy töten, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das schon das schlechteste Ergebnis werden würde, weil es halt wirklich nochmal eine Minus-Drop-Rate ist. Aber müsste man theoretisch auch wieder nachprüfen. Und wie wir schon gesehen haben, 100 Runs würden dafür unter Umständen auch gar nicht reichen. Weil natürlich bei Easy der Unterschied ist, man hat keinen garantierten Plus-1er-Drop mehr. Also da müsste das Plus-1er-Ergebnis eigentlich schon deutlich schlechter sein. Weil allein schon, wenn du 10 oder 15 Mal von 100, was ja gar nicht so wenig ist, oder was ja gar nicht so viel ist, kein Plus-1er drops, dann wäre das ja auf jeden Fall schon weniger. Das heißt, wenn wir hier jetzt mal minus so 14 rechnen würden, selbst von unserem, na gut, vom besten rausgerechnet wäre es nicht so gut, aber wenn man mal von einem von den 3 Werten hier 14 abziehen würde, dann wären wir bei unter 160 und das würde dann schon rausstechen. Aber, wie gesagt. Lange Rede, kurzer Sinn. Leider kein großer Fund. Und ich sage aber trotzdem danke euch fürs Zuschauen. Hat lange gedauert, bis dieses Video endlich kam. Ich habe schon vor Ewigkeiten angeteasert. Aber jetzt ist es dann endlich gekommen. Weil man wirklich sagen muss, der FEC-Server war schuld damals. Ja, von dem her geben wir einfach dem FEC-Server die Schuld. Danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Schaut auch im nächsten Fly Universe Video vorbei. Und im Livestream, tägliche Livestreams auf Twitch. Link in der Videobeschreibung. Bis dahin, haut rein und ciao, ciao.